Hallo und herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil des Projektes Garderobenbau. In diesem Video werden wir zusammen eine offene Schwalbenschwanzzinkung fräsen für den Eckschrank. Das ist ein schönes Sichtelement. Man kann da auch drauf sitzen, zum Beispiel Schuhe anziehen. Ich hoffe, ihr habt wieder Spaß beim Video. Bleibt also dran, wenn euch gefällt, was ich so tue. Wir starten mit dem Einfräsen der Zinken. Ich verwende dafür eine Festool Zinkenfräseinrichtung Pfeil 600 mit dem Schablonen-Set SZO20. Das ist im Übrigen keine Werbung, ich werde von Festool nicht dafür bezahlt. Ihr müsst für die Zinken einen 13,8 mm Kopierring einsetzen und ihr benötigt einen Durchmesser 10 Nutfräser mit 30 mm Nutzlänge. Die Zinken werde ich in 3 Stufen einfräsen. Ich habe ja Hartholz, Buche Hartholz und von daher empfiehlt sich das nicht, die Zinken in einem Arbeitsgang einzufräsen, also mit der vollen Materialstärke. Das würde die Maschine belasten und eventuell auch ein unsauberes Fräsbild ergeben. Und das Schablonenset SZO20 ist für Materialstärken von 14 bis 25 mm ausgelegt. Somit habe ich mit meinen 25 mm Buchenplatten gerade noch die Möglichkeit, diese offenen Zinken anzufräsen. Grundsätzlich arbeite ich hier, wie ihr seht, mit einem Splitterholz unter der Schablone, sodass beim Einfräsen das Holz nicht aussplittert. Das ist ein Abfallholz, ich habe das einfach draufgeschraubt. Man sieht auch, unten ist die Frässchablone schon ein bisschen eingefräst. Da habe ich mal einfach ein zu dünnes Splitterholz verwendet, dann musste das Alu dran glauben. Aber es funktioniert nach wie vor einwandfrei. Die zu fräsende Platte wird dann immer am Splitterholz oben ausgerichtet. Ihr seht hier schon, wie ich das Holz einstelle für die Schwalbe. Der Zinken ist angefräst. Das heißt, es wird so ausgerichtet, dass die Plattenkante oben mit dem Splitterholz bündig ist. An der Einfräsung vom Probeholz kann ich jetzt auch die Platte ausrichten. Ihr seht hier den kleinen Strich, sodass die Zinken dann auch vermittelt auf dem Werkstück ankommen. Zum Einfräsen der Schwalbe verwende ich einen Kopierring Durchmesser 24 und einen Zinkenfräser. Zum Fräsen der Schwalbe muss man sagen, da muss man auf jeden Fall mit einem Probestück arbeiten, weil hier könnt ihr die Passgenauigkeit der Verbindung einstellen. Je weiter der Zinkenfräser nach außen gestellt wird, also zu tiefer ins Material reingeht, desto strammer wird die Verbindung. Wenn die zu stramm ist, müsst ihr die Tiefe reduzieren und dann wird die Verbindung lockerer. Die Schwalbe muss in einem Stück angefräst werden, da habt ihr keine Möglichkeit zu korrigieren, auch im Nachhinein nicht. Wenn ihr nachfräst, dann wird die Verbindung nicht passen. Das heißt, ihr müsst unbedingt gucken, dass die sauber zusammenpasst und in einem Arbeitsgang dann einfräsen. Das Seitenteil ist jetzt noch zu lang, das habe ich absichtlich länger gelassen. Wenn man sich tatsächlich verfräst, könnte man hier nochmal nachfräsen und hat noch Material übrig. Also richte ich jetzt hier die Aufdopplung, das ist die Seite vom Schrank, vorne am Zinken aus und kann die Länge markieren. So würde ich jetzt die Platte absägen und dann passt das auch wunderbar. Hier fräse ich jetzt die Rückwandnut ein. Das mache ich auch in 2 Arbeitsschritten, einfach um die Maschine zu schonen, um ein sauberes Arbeitsergebnis zu bekommen. Man muss eigentlich sehen, das ist Hartholz und man hört es auch in der Maschine, wie die Drehzahl runtergeht. Das ist ein Indiz dafür, dass man einfach besser in 2 Stufen einfräst. Könnt ihr die Abdeckplatte oben sehen, da ist links diese Schwalbenschwanzverbindung angefräst und rechts habe ich wieder mit Übermaß gearbeitet. Ich lege dann immer die Teile wieder auf das Werkstück auf und übertrage die immer 1:1 auf das Werkstück. Dann brauchen wir nichts messen und man weiß nachher, es passt auch perfekt zusammen.
Die Zulage und die Schraubzwingen kommen nach dem Zusammenziehen sofort wieder weg. Wenn ihr die nicht wegmacht, dann leimt es die Zulage an die Eckverbindung dran und ihr kriegt es nicht mehr auseinander. Das heißt, nur zum Zusammenziehen verwenden und anschließend muss die Verbindung als solche halten. Und ich mache nur noch seitlich 2 Stützschraubzwingen dran, bis das Ganze trocken ist. So, ja, minimal hier Plätze drin von wenigen Zehnteln verleimen. Die mache ich jetzt so zu, dass ich hier das mal mit Leim auffülle. Jetzt habe ich die feine Sägespäne, mache ich da drüber. Jetzt wird das reingerieben. Ja, wenn ihr Teile vor dem Verleimen ölen wollt, müsst ihr echt aufpassen, dass ihr die Leimverbindung hier abklebt oder hier an der Stirnseite kein Öl drauf bekommt oder in die Verbinder rein, sonst hält die Leimverbindung nicht mehr. Ich mache das gern vorher, weil dann komme ich besser in die Ecken rein. Das heißt, es gibt keine Ecken, wie das nach dem Leimen der Fall wäre. Und so kann man schön durchziehen und muss nicht aufpassen, dass man die Ecken sauber ölt. Prima. Die Öllumpen müsst ihr auch aufpassen, immer raus in den Metallbehälter rein, raus aus dem Haus. Die können sich selbst entzünden, vor allen Dingen wenn sie zusammengeknüllt sind. Das heißt, da müsst ihr immer aufpassen. So, nach dem Auftragen vom Öl muss man unbedingt den Überschuss abreiben. Ihr werdet die Teile immer zweimal ölen. Ihr seht, das ist der Überschuss. Ich fahre immer mit der Hand drüber und dann spürt man das auch, wenn irgendwo noch Stellen sind, wo das Öl drauf sitzt.
So, die Oberflächen sind fertig des Schranks. War jetzt richtig viel Arbeit. Ich habe geschliffen mit Korn 100, dann den zweiten Durchgang mit Korn 120, dann wurde geölt. Ich habe hier für das Projekt eine Dose Osmo Top Oil verwendet. Das ist sehr hart, mit einem guten Schutz. Nach dem ersten Auftrag habe ich es eingeschliffen, dann mit Korn 320 zwischengeschliffen, dann nochmal eingeölt, immer schön abreiten zwischendurch und jetzt ist die Oberfläche perfekt. Und jetzt kann ich das Ganze verlagern. Leimüberschuss wird sofort nach dem Leimen entfernt. Dann geht es am besten weg hier. Wenn ich irgendwo durchbohren muss, dann mache ich immer ein Splitterholz dahinter, am besten mit Schraubzwingen festmachen. Dann hat man nachher eine saubere Bohrung ohne Splitter auf der gegenüberliegenden Seite. Ja, das war der dritte Teil vom Projekt Garderobenbau. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und konntet was mitnehmen für euch. Solltet ihr die anderen zwei Teile noch nicht gesehen haben, ihr findet sie auf meinem Kanal. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!